Hallo zusammen, ich bin Rahel und heute koche ich für euch Kräuterseitlinge. Dazu gibt es eine wundervolle Kräutersoße und ja, ich würde sagen, ab geht's in die Küche. Für dieses Rezept verwende ich große Kräuterseitlinge. Den Hut vom Kräuterseitling, den schneide ich jeweils ab und lege ihn zur Seite und verwende ihn anderweitig. Den Strunk schneide ich dann in 2 cm breite Scheiben. Auf beiden Seiten von diesen Scheiben schneide ich nun mit einem kleinen Messer so einen Gartenzaun hinein, also eine Rautenform. Das mache ich, damit die Marinade, die wir gleich zubereiten werden, besser einziehen kann. Wisst ihr eigentlich, wieso Kräuterseitlinge Kräuterseitlinge heißen? Ich habe vor kurzem gelernt, dass sie deswegen so heißen, weil sie nicht wie viele andere Pilze auf Holz wachsen, sondern auf dem Wurzelsystem von Kräutern. Der Kräuterseitling wird gerne als Fleischersatz für Vegetarier und Veganer bezeichnet, weil er so bissfest ist und deswegen gut als Beilage anstatt Fleisch serviert werden kann. Seine Konsistenz erinnert an die von Steinpilz oder eben auch an Fleisch. Ein deckender Eiweißersatz ist er zwar nicht, dafür werden ihm aber besondere Heilwirkungen nachgesagt. So soll der Kräuterseitling den Cholesterinspiegel senken, antioxidativ wirken und bei der Regulierung des Immunsystems helfen. Nun kommen wir zur Marinade. 2 Esslöffel Tamari vermengen mit Nori-Algenpulver und heißem Wasser. Dann kommen die Kräuterseitlingsscheiben hinein und die werden jetzt ungefähr 10 Minuten lang mariniert. Die Kartoffeln habe ich schon mal vorbereitet. Ich habe sie geschält und dann in Spalten geschnitten. Die kommen nun in einen großen Topf mit gesalzenem Wasser. Das Wasser einmal zum Kochen bringen und danach 15 Minuten weich garen. Danach die Kartoffeln in einem Sieb abgießen und abtropfen lassen. Sobald die 10 Minuten Marinierzeit rum sind, erhitze ich eine große Pfanne ohne Fett. Dann kommen die Kräuterseitlinge aus dem Sud und werden beidseitig während 3 Minuten gebraten. Weil ich möchte, dass die Kräuterseitlinge noch etwas mehr Wasser verlieren, drücke ich von oben mit einem Kartoffelstampfer auf die Kräuterseitlinge drauf. So bekommen sie einen noch angenehmeren Biss. Die Seitlinge nehme ich dann aus der Pfanne und lege sie auf ein Küchenpapier. So kann das Papier noch mögliche Restflüssigkeit aufsaugen. Wie versprochen gibt es zu den Kräuterseitlingen auch eine richtig leckere Kräutersoße. Allerdings habe ich hier schon ein bisschen Vorarbeit geleistet. Und zwar habe ich die Basissoße, nämlich eine Bechamelsoße, bereits zubereitet. Das Rezept für die Bechamelsoße findet ihr unten in der Infobox verlinkt. Und wenn ihr sehen wollt, wie die Bechamelsoße Schritt für Schritt zubereitet wird, dann schaut das Video mit dem Wirsing-Hackauflauf. Auch das verlinken wir unten in der Infobox. Die fertige Bechamelsoße erwärme ich dann zusammen mit weißem Portwein. Wenn die Soße aufgekocht ist, gebe ich noch Salz und Pfeffer dazu. Dann kommen noch frische gehackte Kräuter dazu. Ich verwende Oregano, Thymian und Rosmarin. Ihr könnt aber gerne auch andere Kräuter verwenden, das was euch am besten schmeckt. Wir sind schon fast am Ende. Die Kräuterseitlinge kommen jetzt noch auf ein Blech und für 5 Minuten in den vorgeheizten Ofen. Danach kommen die Kartoffelspalten mit auf das Blech und nach weiteren 5 Minuten sind wir schon bereit zum Servieren. Nach 5 weiteren Minuten ist das Gericht fertig und wir können anrichten. Die Kräuterseitlinge, die Kartoffeln und diese wundervolle Soße, ich finde, das passt alles so gut zusammen. Meiner Meinung nach ist das auf jeden Fall ein Gourmetgericht, das mindestens 5 Sterne verdient hat. Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!